Rachel Pernowski wurde am 15. Juni 1994 in Mission, Kanada, geboren. Obwohl Details über ihr frühes Leben nicht bekannt sind, ist bekannt, dass sie in ihrer Kindheit von ihrer Mutter und ihrer Schwester Britney umsorgt wurde. Diejenigen, die das kleine Mädchen mit den schönen grünen Augen kannten, beschrieben sie als jemanden mit einem unvergleichlichen Lachen, das jedem gute Laune machte. Über ihren Vater ist wenig bekannt. Lediglich, dass er kein Vorbild war, mehrere Partnerinnen hatte und mehrere Kinder von verschiedenen Frauen. Rachel war stets freundlich und aufgeschlossen und stand zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens in engem Kontakt mit ihrem Stiefbruder väterlicherseits, Matthew Pernowski, der fast 10 Jahre älter war als sie. Matthew wurde im Jahr 1985 geboren, als seine Mutter gerade einmal 18 Jahre alt war. Seine Eltern trennten sich, als er noch klein war, und im Alter von 2 Jahren wurde der Junge von seiner Mutter zu seinem Vater geschickt, der mit seiner neuen Frau zusammenlebte. Im Alter von 11 Jahren kehrte er zu seiner Mutter zurück, offenbar aufgrund eines Konflikts mit seiner Stiefmutter. Matthew erzählte, dass die neue Frau seines Vaters ihn misshandelte und mit Löffeln schlug. Er erwartete von seinem Vater eine Reaktion, damit dieser ihn beschützen würde, doch das geschah nicht. Matthew hatte das Gefühl, dass ihn niemand vor dieser Gewalt schützte. Und nachdem er wieder zu seiner Mutter gezogen war, hatte er fast keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Schließlich fiel es Matthew schwer, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Er verließ das Haus seiner Mutter und zog zu seinen Großeltern, die sich später scheiden ließen. Er berichtete, dass er in seiner Jugend von einem älteren Nachbarn sexuell missbraucht worden war, dies jedoch niemandem erzählt habe. Diese Mischung aus negativen Erfahrungen und Emotionen hatte einen erheblichen Einfluss auf ihn. Nachdem er viele Jahre lang keinen Kontakt zu seinem Vater gehabt hatte, versuchte er, ihn erneut zu erreichen und gab ihm seine Kontaktdaten, doch er hörte nie wieder etwas von ihm. Zu dieser Zeit hielt er Kontakt zu seinem Stiefbruder und lebte eine Zeit lang mit ihm im Haus seines Großvaters, doch auch diese Verbindung war nur von kurzer Dauer, da beide von dort wegzogen. Als er 20 Jahre alt war, trennte sich sein Vater von einer Frau, die Matthew in seiner Kindheit schlecht behandelt hatte. Er hoffte, dass sich danach seine Beziehung zu seinem Vater verbessern würde, doch auch das geschah nicht. Mit etwas mehr als 20 Jahren versuchte er, den Schmerz, die Wut und die Ablehnung zu überwinden, die er von seinem Großvater und seiner Mutter erfahren hatte, die ihm zudem sagte, er müsse sich psychologische Hilfe suchen, da alles anders sei, als er es wahrnehme. Der junge Mann widersetzte sich jedoch und suchte keinen Spezialisten auf. Offenbar wurde bei ihm etwas diagnostiziert, doch er nahm keine Medikamente ein und begann keine Therapie, um damit umzugehen. Stattdessen griff Matthew zu anderen, weniger orthodoxen Methoden. So entwickelte er eine Abhängigkeit von illegalen Substanzen und Alkohol. Sein ohnehin instabiles Verhalten verschlechterte sich durch diese Gewohnheiten weiter. Er tat Dinge, die er später bereuen sollte. Kehren wir zum Leben von Rachel zurück, der Stiefschwester dieses labilen jungen Mannes, und stellen fest, dass auch ihr Leben nicht einfach war, sie jedoch zumindest die Liebe ihrer Mutter und ihrer Schwester Britney hatte. Die charmante junge Frau verliebte sich in jungen Jahren und wurde schwanger. Das Kind wurde von ihr und dem Vater des Kindes als Segen angenommen, auch wenn sie nicht zusammenlebten. Mit 18 Jahren durchlebte Rachel eine schwierige Phase, da sie in einem Kellerwohnraum lebte und zu dieser Zeit arbeitslos war. Ihr Sohn, den sie Mark nannten, war ein Jahr alt, und da sie ihm nicht die Lebensqualität bieten konnte, die er verdiente, lebte das Kind bei seinem Vater und seiner Großmutter väterlicherseits. Rachel blieb jedoch eine liebevolle Mutter, hielt stets Kontakt und besuchte ihren kleinen Sohn freitags und sonntags. Mitte März 2013 verabredete sich Rachel mit einer Freundin zum Einkaufen. Als diese bemerkte, dass Rachel nicht erschien, machte sie sich Sorgen und kontaktierte ihre Schwester Britney, die sofort zu Rachels Kellerwohnung fuhr, um nachzusehen, ob ihr etwas zugestoßen war. Dort angekommen, stellte sie keine Einbruchsspuren fest, bemerkte jedoch 2 ungewöhnliche Dinge. Rachels Handy war zu Hause geblieben und spielte Musik. Für die junge Frau war es äußerst untypisch, ohne ihr Mobiltelefon das Haus zu verlassen. Ihre Verwandten meldeten ihr Verschwinden sofort der Polizei und sagten, dass Rachel zuletzt am 16. März 2013 in ihrem Haus in Mission gesehen worden sei.
Kurz vor ihrem Verschwinden war sie in mehreren sozialen Netzwerken aktiv, wo sie Fotos von sich veröffentlichte und über Ereignisse in den Straßen ihrer Heimatstadt berichtete. Sie gaben an, dass die junge Frau keine Vorgeschichte von Ausreißversuchen hatte, weshalb die Polizei ihr Verschwinden als besorgniserregend einstufte. Rachels Nachbarin Layla James sagte, sie erinnere sich, die junge Frau in Jeanshosen mit glänzenden Verzierungen auf den Gesäßtaschen und einem violetten Pullover gesehen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt habe sie sich in der Nähe ihres Hauses aufgehalten und geraucht sowie Alkohol getrunken mit einem Mann in einer Baseballkappe gegen Mitternacht am Samstagabend. Layla, die ebenfalls in der Nähe ihres Hauses stand und zusammen mit ihrem Ehemann Brandt eine Zigarette rauchte, sagte, dass nichts sie dazu veranlasst habe anzunehmen, dass etwas Ungewöhnliches vor sich gehe oder dass sie die Polizei hätte rufen müssen, da es so ausgesehen habe, als würden sie sich lediglich freundschaftlich unterhalten. Um 1 Uhr morgens schaute die Nachbarin erneut auf die Straße und sah, dass das Paar bereits gegangen war. Am Sonntag nach dem Verschwinden meldeten Freiwillige, die an der nordöstlichen Ecke der Autobahn aufräumten, der Polizei, dass sie Kleidung gefunden hätten, die der Beschreibung von Rachels Kleidung entsprach, die von ihren Angehörigen abgegeben worden war. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben jedoch, dass die gefundenen Kleidungsstücke nichts mit dem vermissten Fall zu tun hatten. Leider wurde Rachels Leiche nach mehreren Tagen intensiver Suche am Dienstagabend auf einem Damm in Chilliwack, etwa 44 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, gefunden. Ein Passant, der die Leiche entdeckt hatte, bemerkte sie von der Straße aus und rief die Polizei. Aufgrund des schwierigen Geländes musste ein Such- und Rettungsteam hinzugezogen werden, um den Leichnam zu bergen. Sergeant Jennifer Fonseca von der gemeinsamen Mordermittlungsgruppe teilte auf einer Pressekonferenz mit, dass Rachels Mord zwar kein Zufall gewesen sei, die Polizei jedoch noch keine Verdächtigen und kein konkretes Motiv habe. Sie sagte jedoch, dass sie nicht untätig seien und mehrere Personen zur Befragung vorgeladen hätten. Sie merkte an, dass unklar sei, ob die junge Frau am Tatort getötet oder ihre Leiche dort abgelegt worden sei, und fügte hinzu, dass die sozialen Netzwerke, die Rachel so häufig genutzt habe, ein möglicher Schlüssel zur Suche nach dem Täter sein könnten. Jennifer Fonseca erklärte, dass die Ergebnisse der Autopsie innerhalb weniger Stunden erwartet würden, jedoch nicht veröffentlicht würden, da es sich um eine laufende Untersuchung handle. Sie betonte zudem, dass Rachels Ermordung eine schmerzliche Lücke in ihrer Familie hinterlassen habe und es besonders tragisch sei, dass ein kleines Kind ohne Mutter zurückbleibe. Deshalb forderte sie alle Personen, die über Informationen verfügten, die Licht in diesen Fall bringen könnten, auf, sich ohne Zögern an die Polizei zu wenden. So vergingen die Tage, wurden zu Wochen, Monaten und schließlich zu Jahren. Das Leben ging für alle weiter, während der Fall scheinbar nicht vorankam oder auf Eis gelegt worden war, zumindest dachten dies Rachels Verwandte. Sie wussten nicht, dass die Ermittler im Hintergrund still und unermüdlich daran arbeiteten, Beweise zu sammeln, um den Täter hinter Gitter zu bringen. Besonders überraschend war schließlich die Wendung der Ermittlungen und die Erkenntnis über die Nähe des Täters zum Opfer. Am 23. Juni 2016 wurden genügend Beweise zusammengetragen, um die Anklage im Zusammenhang mit dem Mord an Rachel zu bestätigen. Am 24. Juni wurde der Täter schließlich verhaftet. Der Angeklagte war kein geringerer als Rachels Stiefbruder väterlicherseits, der zum Zeitpunkt des Mordes 27 Jahre alt war. Der 30-jährige Matthew aus Richmond wurde wegen Mordes 2. Grades angeklagt. Hinzu kam eine weitere Anklage, die als besonders erschütternd galt: sexueller Kontakt mit der Leiche seiner toten Schwester sowie deren Beseitigung. Sergeant Jennifer Fonseca erklärte, dass es sich um einen tragischen Fall handele, der die Familie mit vielen unbeantworteten Fragen zurückgelassen habe. Sie sagte, dass die Ermittlungsbehörden von Beginn an eng zusammengearbeitet hätten, um Beweise zu sichern und Anklage zu erheben, und dass es 3 Jahre intensiver Arbeit und großen Engagements aller beteiligten Ermittler bedurft habe, um Gerechtigkeit für Rachel zu erreichen. Zudem erklärte sie, dass Matthew von Anfang an als Verdächtiger gegolten habe, dass jedoch alle Fakten sorgfältig zusammengeführt werden mussten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Jennifer verlas auch eine schriftliche Erklärung im Namen von Rachels Familie, in der sie ihre Dankbarkeit und Erleichterung darüber zum Ausdruck brachten, dass der mutmaßliche Mörder festgenommen worden war. Der Beginn des Gerichtsverfahrens dauerte länger, als es Rachels Familie gewünscht hätte.
Als der Fall im Jahr 2018 schließlich vor Gericht verhandelt wurde, bekannte sich Rachels Stiefbruder des Mordes schuldig. Das Schuldbekenntnis von Matthew führte automatisch zu einer lebenslangen Haftstrafe, doch der Richter musste bei der Urteilsverkündung entscheiden, wie lange er hinter Gittern bleiben müsse, bevor er Anspruch auf eine vorzeitige Haftentlassung habe. Bei Mord zweiten Grades variiert diese Frist zwischen 10 und 25 Jahren. Der Staatsanwalt und der Verteidiger reichten im Juni 2018 einen gemeinsamen Antrag beim Gericht ein, in dem sie empfahlen, dass Matthew nach Verbüßung von 13 Jahren Haft Anspruch auf eine vorzeitige Haftentlassung haben solle. Am 4. Juli 2018 fand wie geplant vor dem obersten Gerichtshof von British Columbia eine Anhörung zur Urteilsverkündung statt, bei der Wendy Stephen, die die Interessen der Krone vertrat, den Anwesenden mitteilte, dass Matthew nach einer Operation namens Mr. Big verhaftet und angeklagt worden war, bei der ein verdeckter Ermittler sich als Kopf einer kriminellen Organisation ausgegeben hatte. Es stellte sich heraus, dass Matthew Mr. Big den Mord an Rachel gestanden hatte, mit der er einen gemeinsamen Vater hatte, und dass alle von ihm gemachten Angaben durch Beweise der Ermittler untermauert worden waren. Sein Geständnis wurde mit versteckten Kameras aufgezeichnet. Wendy erklärte, dass Matthew in der Nacht des Mordes zu Rachels Haus gekommen sei, um sich für die Misshandlung in ihrer Kindheit zu entschuldigen. Er sei zum Zeitpunkt des damaligen Angriffs 14 oder 15 Jahre alt gewesen und im Alter von 19 Jahren verurteilt sowie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Wendy berichtete außerdem, dass Rachel zu diesem Zeitpunkt mit einer Freundin gechattet habe, die sie fragte, wie das Gespräch mit Matthew verlaufen sei. Rachel habe geantwortet, es sei ein gutes und emotionales Gespräch gewesen, sie sei jedoch sehr müde und warte darauf, dass er nach Hause gehe. Matthew habe diese Nachricht gesehen und sei daraufhin in Wut geraten. Die Anwältin führte weiter aus, dass Matthew in seinem Geständnis gegenüber einem verdeckten Ermittler im Jahr 2016 beschrieben habe, Rachels Nachricht habe den Eindruck erweckt, als sei sie das Opfer, während er selbst derjenige gewesen sei, der gelitten habe, angeklagt worden zu sein und einen Gerichtsprozess durchlebt zu haben. Das bedeute, dass die Tatsache, dass er seine Schwester sexuell missbraucht hatte, als sie noch minderjährig gewesen war, für ihn keinerlei Bedeutung gehabt habe. Wendy sagte, dass Matthew Rachel wütend auf den Kopf geschlagen, sie an sich gedrückt und sie gewürgt habe, indem er ihr Mund und Nase mit seiner Hand zugehalten habe, anschließend die Leiche in seine Unterkunft gebracht, sie sexuell missbraucht und danach beseitigt habe. Nachdem er alle Verbrechen begangen hatte, habe Matthew versucht, seine Spuren zu verwischen, indem er nach dem Mord Textnachrichten von Rachels Handy verschickte und ihre Schlüssel sowie andere persönliche Gegenstände entsorgte. Als es an der Zeit gewesen sei, seine Sicht darzulegen, erklärte Verteidiger Eden Snowden, dass der Mord für Matthew ein traumatisches Ereignis gewesen sei, das bei ihm Panikattacken, schlaflose Nächte, belastende Erinnerungen und Albträume ausgelöst habe, weshalb er wegen Depressionen, Angstzuständen und einer posttraumatischen Belastungsstörung behandelt worden sei. Matthew habe eine unstete Kindheit erlebt, in der er zwischen seinen Eltern und Großeltern hin und her gewechselt sei, was viel Wut und Enttäuschung hervorgerufen habe, mit denen er nie habe umgehen können. Er habe jedoch behauptet, inzwischen damit zurechtzukommen, da er im Gefängnis Programme absolviert habe, die ihm geholfen hätten, seine Probleme besser zu verstehen. Schließlich stimmte Richter Trevor Armstrong im Juli 2018 der gemeinsamen Empfehlung zum Strafmaß zu, die Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Juni vorgelegt hatten. Richter Trevor teilte dem Gericht in British Columbia mit, dass seiner Ansicht nach 13 Jahre eine angemessene Frist seien, damit Matthew Pernosky Anspruch auf eine vorzeitige Haftentlassung erlangen könne, gestützt auf Urteile in vergleichbaren Fällen. Er betonte, dass Matthew selbst im Falle einer Freilassung eine lebenslange Haftstrafe verbüßen müsse, da er dauerhaft an bestimmte Auflagen gebunden sei. Zudem stellte er klar, dass eine vorzeitige Haftentlassung niemals garantiert sei und jederzeit widerrufen werden könne. Als sie den Gerichtssaal verließ, gab Brittany Pernosky, Rachels Schwester, dem Staatsanwalt eine Stellungnahme und erklärte, dass ihre Familie zwar erleichtert sei, jedoch vor allem erschöpft von allem, was sie durchgemacht habe. Sie fügte hinzu, dass die Familie von Matthews Geständnis nicht überrascht gewesen sei, da sie dies schon immer gewusst habe, auch wenn es zuvor keine Beweise dafür gegeben habe. Auf Matthews Aussage, er habe selbst viel gelitten,
entgegnete Brittany, dass Rachel das einzige Opfer in diesem Fall gewesen sei. Sie sagte, er könne sich als Märtyrer darstellen, um Mitgefühl oder Mitleid zu erlangen, betonte jedoch erneut, dass er kein Opfer gewesen sei und forderte dazu auf, nicht aus den Augen zu verlieren, worum es in diesem Fall wirklich gehe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Die 19-jährige Natalie Salas schien eine lange, glückliche Zukunft vor sich zu haben. Sie wuchs in einer christlichen Familie von Evangelisten auf und hatte vor kurzem einen Mann kennengelernt, in den sie sich unsterblich verliebt hatte. Alles entwickelte sich sehr gut für sie. Die Aufnahmen der Überwachungskameras des Cafés, in dem die junge Frau eines Abends zu Abend aß, waren jedoch leider die letzten Aufnahmen, auf denen sie noch am Leben war. Was ist mit Natalie passiert und warum haben die Behörden nur zögerlich Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen? All dies wird in dieser Geschichte erzählt. Natalie Melody Salas Ruiz wurde am 28. September 1997 in einem der 32 Departements der Republik Kolumbien geboren. Natalie wuchs zusammen mit ihren beiden Brüdern Fernanda und Hasur in der Gegend von Villa Kela in Monteria auf. Natales Eltern waren Edwin Salas und Claribel Ruiz. Edwin arbeitete als Verkäufer und ihre Mutter Claribel war eine sehr angesehene Lehrerin in ihrer Nachbarschaft. Natales Familie war sehr liebevoll und harmonisch. Außerdem waren sie treue Anhänger der evangelischen Kirche. Natales Eltern gelang es, ihren Kindern dieselbe Hingabe zu vermitteln. Gemeinsam besuchten sie oft die Kirche Cristo es la Roca im Stadtteil Cantacla in Monteria. Diese Gemeinde wurde von dem evangelischen Pastor Carlos geleitet, der ebenfalls ein angesehener und beliebter Mann in ihrer Kirche war. Natalie trat in die Fußstapfen ihrer Mutter. Seit ihrer frühesten Kindheit zeigte sie Interesse am Unterrichten. Sie besuchte ihre Mutter oft an der Hochschule, an der diese arbeitete, und half ihr bei der Durchführung von Prüfungen und der Korrektur von Aufgaben. Dies war unter anderem ein Grund dafür, dass Natalie Rechtschreibfehler und schlechte Handschrift kaum ertragen konnte. Neben ihrem Interesse am Unterrichten hatte Natalie auch ein Talent für Musik. Sie hatte eine angenehme, geschulte Stimme und war sogar Mitglied des Jugendchors ihrer Kirche. Menschen, die das Glück hatten, Natalie singen zu hören, berichteten, dass ihr Gesang sie bis ins Innerste ihrer Seele berührte. Im Jahr 2016 war Natalie 19 Jahre alt. In ihrem Leben lief alles gut und sie hatte gerade ihr Studium an der Universität von Córdoba begonnen, um einen Bachelorabschluss in Mathematik zu erwerben. Natalie unterschied sich von ihren Altersgenossen. Während viele von ihnen ihre Zeit auf Partys verbrachten, besuchte sie verschiedene Veranstaltungen, die in ihrer Kirche stattfanden. Wie so oft wurde Natalie auch in den Kirchengemeinden nahegelegt, dass sie nur mit Gleichaltrigen aus der Kirche Umgang haben sollte, um nicht in Versuchung zu geraten und nicht vom christlichen Weg abzuweichen. Ihre Eltern achteten sorgfältig darauf, aber Natalie war jung und wollte natürlich andere Menschen kennenlernen. Um ihr Interesse zu stillen, begann die junge Frau in sozialen Netzwerken nach Bekanntschaften zu suchen. So lernte sie im August 2016 Miguel Arthur Ross Aguilar kennen, der zu dieser Zeit einfacher Soldat in der Armee von Monteria war. Zwischen den beiden entwickelte sich schnell eine Beziehung, die Natalie sorgfältig vor ihren Eltern verbarg. Natalie und Miguel kommunizierten mehrere Monate lang über Nachrichten und Telefonate, ohne dass ihre Familie davon etwas ahnte. So kam der 29. November 2016. Dieser Tag sollte ein ganz normaler Tag werden. Doch an diesem Abend kam Natalie nach dem Unterricht nicht nach Hause. In den ersten Stunden, als klar wurde, dass Natalie sich verspätete, begannen ihre Eltern sich Sorgen zu machen. Sie wussten, dass ihre Tochter immer Bescheid gab, wenn sie ausgehen wollte, und nie einfach verschwand. Besorgt beschlossen sie, selbst nach Natalie zu suchen. Sie fuhren verschiedene Orte ab, an denen sich die junge Frau aufhalten könnte, aber ihre Suche blieb erfolglos. Irgendwann beschlossen die Eltern, sich mit Natalies Kommilitonen in Verbindung zu setzen, und dann erzählte einer von ihnen das schrecklichste Geheimnis der jungen Frau. Er wusste nicht, dass sie ihre Beziehung so sorgfältig geheim gehalten hatte und vermutete daher ohne zu zögern, dass sie bei ihrem Freund geblieben war.
In diesem Moment war die Familie sehr unangenehm überrascht. Nachdem sie Nathalies Freunde befragt hatten, erfuhren sie, dass der Freund Miguel hieß und Soldat war. Danach begaben sie sich zusammen mit Carlos, dem Pastor ihrer Kirche, dem sie voll und ganz vertrauten, zu der Kaserne, in der Miguel seinen Dienst versah. Zu diesem Zeitpunkt kannten sie jedoch nur seinen Namen und seinen Rang, und diese Informationen reichten nicht aus, um mehr über den Freund zu erfahren oder ihn persönlich zu treffen. Sie versuchten auch, seine Telefonnummer oder die Kontaktdaten seiner Familienangehörigen zu erhalten, aber Miguels Vorgesetzte gaben diese Informationen nicht preis. In den folgenden 4 Tagen suchte die Familie mit aller Kraft weiter nach Nathalie. Die ganze Zeit über half Carlos ihnen und beteiligte sich an der Suche. Aber am 5. Tag entschuldigte er sich bei ihnen und erklärte, dass er aus beruflichen Gründen in eine andere Gemeinde fahren müsse. Genau an diesem Tag, dem 3. Dezember 2016, wurde Nathalies lebloser Körper in einem künstlichen Abwasserreservoir gefunden. Laut Polizeiberichten wurde die junge Frau vor ihrem Tod brutal geschlagen und sexuell missbraucht. Die Medien veröffentlichten auch die Todesursache. Nathalie wurde mit bloßen Händen erwürgt. Das Gesicht der jungen Frau war bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Am Tatort wurde ein Kanaldeckel gefunden, der nach Ansicht der Ermittler als Schlagwerkzeug verwendet worden war. In der Voruntersuchung konnten Beweise gesammelt werden, die auf mehrere Verdächtige hindeuteten. Die Behörden veröffentlichten jedoch keine Informationen darüber. Diese Geheimhaltung und das Fehlen von Informationen über den Verlauf der Ermittlungen in den Medien waren charakteristisch für diesen Fall. So werden beispielsweise in der Regel Berichte über die Obduktion und die Ergebnisse der forensischen Untersuchungen in den Medien veröffentlicht. Im Fall von Nathalie wurde all dies jedoch geheim gehalten. Die Nachricht von Nathalies Tod hatte einen starken Einfluss auf ihre Familienangehörigen. Sie waren buchstäblich untröstlich und verloren darüber hinaus den Glauben an ihre Kirche. Die ganze Familie der jungen Frau war überzeugt, dass ihr Freund Miguel, dessen Beziehung sie so sorgfältig geheim gehalten hatte, für Nathalies Tod verantwortlich war. Die Umstände, unter denen es der Familie dennoch gelang, Miguel zu kontaktieren, bleiben unklar. Es ist jedoch sicher, dass der junge Mann festgenommen und zum Verhör gebracht wurde. Bei der Vernehmung bestritt Miguel seine Beteiligung am Tod der jungen Frau. Er erzählte, dass er Nathalie im August 2013 kennengelernt und sie erst am 29. November desselben Jahres zum ersten Mal persönlich getroffen habe. Der junge Mann bemerkte, dass ihm das Warten auf das Treffen wie eine Ewigkeit vorgekommen sei, aber als er Nathalie zum ersten Mal umarmte, seien alle seine Zweifel und Ängste verschwunden. Miguel gab zu, dass sie 4 der 5 Tage, an denen die Familie der jungen Frau sie als vermisst gemeldet hatte, bei ihm gewesen sei und ihn sogar in das Krankenhaus bei der Kaserne begleitet habe, als Miguel einen kranken Freund besuchen musste. Nach Angaben des jungen Mannes trennten sie sich am 2. Dezember. Er brachte die junge Frau zur Bushaltestelle und bat sie, ihn anzurufen, wenn sie zu Hause angekommen sei. Dazu gab er ihr die Telefonnummer seiner Mutter und erklärte, sein Telefon sei kaputt. Miguel erzählte, dass er sehnsüchtig auf einen Anruf von Nathalie gewartet habe, aber auch nach vielen Stunden habe sie ihn nicht angerufen und sich auch nicht in den sozialen Netzwerken gemeldet. Die Ermittler und die Familie der jungen Frau glaubten Miguels Geschichte nicht und hielten ihn weiterhin für einen Verbrecher. Bald jedoch wurden Beweise für seine Unschuld gefunden. 2 Mitarbeiter des Cafés sagten aus, dass sie Nathalie auf Fotos erkannt hätten, die in den Medien veröffentlicht worden waren. Danach gelang es ihnen, Videoaufnahmen vom 2. Dezember zu finden, die bestätigten, dass Nathalie in der Nacht zum 2. Dezember in diesem Café gewesen war. Es konnte festgestellt werden, dass sie in Begleitung eines jungen Mannes war und dass sie gemeinsam Essen zum Mitnehmen gekauft hatten. Die Mitarbeiter des Cafés gaben an, dass sie sich wie ein verliebtes Paar oder zumindest wie sehr gute Freunde verhalten hätten. Als die Ermittler diese Videoaufnahmen erhielten, konnten sie feststellen, dass Nathalie tatsächlich in der Nacht vom 2. Dezember zwischen 23 Uhr und 23:30 Uhr in diesem Café gewesen war. Allerdings war Miguel definitiv nicht mit Nathalie zusammen gewesen, was bedeutete, dass er nicht der Letzte war, der sie lebend gesehen hatte. Infolgedessen wurde Miguel aus der Haft entlassen und alle Anklagen gegen ihn wurden fallen gelassen. Von diesem Moment an konzentrierten sich die Polizisten auf die Suche nach dem Mann aus dem Video, der automatisch zum Hauptverdächtigen wurde. Bald gelang es ihnen, die Identität dieses Mannes festzustellen.
Es handelte sich um einen 18-jährigen Motorradtaxifahrer namens Angel. Die Polizei untersuchte auch Natales Telefon und fand heraus, dass Natalie eine Zeit lang mit einem weiteren Mann namens Agnol Openera, der zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt war, in Kontakt stand. All diese Informationen konnten dank eines wichtigen Zeugen, einem jungen Mann namens Francisco Romera Pacheco, zusammengetragen werden. Francisco hatte Probleme mit der Sprache und dem Gehör, aber es gelang ihm dennoch, einige beunruhigende Details über das Leben und den Tod von Natalie zu erzählen. Laut Francisco kam er am frühen Morgen des 3. Dezembers auf dem Heimweg von der Arbeit an einem Abwasserkanal vorbei, in dem später Natalies Leiche gefunden wurde. Der Zeuge berichtete, dass er gesehen habe, wie mehrere Männer die junge Frau schlugen. Irgendwann bemerkte einer der Männer ihn und drohte zu schießen, wenn er nicht verschwinden würde. Francisco gehorchte, ging aber nicht weg, sondern versteckte sich in den nächsten Büschen. So konnte er sehen, wie die Männer Natalie mit einem Kanaldeckel schlugen, sie dann töteten, die Leiche wegwarfen und flohen. Die Angabe, dass ein Kanaldeckel als Tatwaffe verwendet worden war, überzeugte die Polizei von der Richtigkeit von Franciscos Aussage, da diese Information nicht in den Medien veröffentlicht worden war und selbst die Familie der jungen Frau nichts davon wusste. Anhand von Videos und Fotos identifizierte Francisco diese Personen, bei denen es sich um Angel und Enio handelte. Beide Männer wurden im März 2017 verhaftet. Angel wurde in seinem Haus in Monterrey festgenommen, während Enio in seinem Haus im Stadtteil Sant'Antero in der Gemeinde San Pelayo verhaftet wurde. Während der Verhandlung in diesem Fall, die im 4. Saal des Justizpalasts von Monterrey stattfand, klagte Staatsanwalt Hector Costilla Plaza sie wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Femizid, die Tötung von Frauen, ein eigener Straftatbestand nach den Gesetzen des Landes, unter erschwerenden Umständen sowie wegen sexueller Gewalt unter erschwerenden Umständen an. Obwohl beide Angeklagten ihre Schuld nicht eingestanden, ordnete der Richter an, sie während der Ermittlungen in der Haftanstalt Las Mercedes in Monterrey in Untersuchungshaft zu nehmen. Später wurde bekannt, dass beide Männer als Motorradtaxifahrer arbeiteten, einer in Monterrey und der andere in San Pelayo. Obwohl beide Verdächtigen im Fall Natalie nun hinter Gittern saßen, wurde die Untersuchung des Falls nicht eingestellt, was in der Öffentlichkeit für Verwunderung sorgte und Gerüchte auslöste. Dies wurde am 6. April 2017 öffentlich bekannt gegeben, als der Direktor der Staatsanwaltschaft in Córdoba, Iván Marcos Barrios, offiziell mitteilte, dass die Ermittlungen weder für die Polizei noch für die Staatsanwaltschaft abgeschlossen seien, da die Beweise darauf hindeuteten, dass es mehr Täter gab. Iván wies auch darauf hin, dass Natalies Tod alle Einwohner von Córdoba erschüttert habe und man daher alles tue, um alle Beteiligten zu bestrafen. Der Staatsanwalt versicherte der Bevölkerung, dass alle Täter mit Sicherheit bestraft würden, da die Polizei Beweise gesammelt habe, die auf mindestens 2 weitere Verdächtige hindeuteten. Die nächsten Informationen über den Verlauf der Ermittlungen wurden erst einige Monate später veröffentlicht, am 18. September 2017, als das erste Bezirksstrafgericht von Monterrey beschloss, Carlos, den Pastor der evangelischen Kirche, Cristo es la Roca, in Untersuchungshaft zu nehmen, der dank der Aussage eines Zeugen mit dem Fall in Verbindung gebracht werden konnte. Das war eine schockierende Nachricht, da Carlos der geistliche Begleiter der Familie war und sogar bei der Suche nach Natalie geholfen hatte. Auffällig war jedoch, dass er am Tag der Entdeckung der Leiche die Stadt verließ, ohne eine klare Erklärung abzugeben. Kurz darauf stellte sich heraus, dass Natalies Schwester und einige ihrer Freundinnen in ihren Aussagen gegenüber den Ermittlern behauptet hatten, dass die junge Frau und der religiöse Würdenträger, der verheiratet war, Kinder hatte und gegen Untreue predigte, vermutlich eine romantische Beziehung gehabt hätten. Der Pastor zwang Natalie zu schwören, dass sie niemandem von ihrer Beziehung erzählen würde, doch sie konnte sich nicht zurückhalten, während ihre Schwester und ihre Freundinnen schwiegen, weil sie glaubten, sie damit zu schützen. Hinzu kam, dass Francisco ihn auch als einen der Angreifer der jungen Frau identifizierte. Bei der ersten Anhörung bekannte sich Carlos nicht schuldig und seine Verteidigung präsentierte einen Zeugen, der aussagte, dass er sich am 3. Dezember 2016 in der Gemeinde El Salat bei einer religiösen Veranstaltung zum Kampf gegen illegale Substanzen aufgehalten habe.
Trotzdem erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Carlos wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an oder Anstiftung zu einer Straftat. Als der erste städtische Strafrichter verkündete, dass er ihn ins Gefängnis schicken werde, da er eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle, faltete Carlos die Hände vor der Brust und sagte, er sei unschuldig. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich viele Gemeindemitglieder, die gegen die Entscheidung des Gerichts protestierten, ihren Pastor ins Gefängnis zu schicken. Zu diesem Zeitpunkt war die Aufregung um den Fall von Natalie dank der Förderung der kommunalen Politik zur Bekämpfung von Femiziden bereits ziemlich groß. In diesem Zusammenhang wurde am 3. Dezember 2017, dem Jahrestag von Natalies Tod, in Monterey der Tag der Bekämpfung von Femiziden eingeführt. Natalies Angehörige mussten einen langen Kampf führen, damit die Schuldigen für ihren Tod bestraft wurden. Die erste Enttäuschung für die Familie Salas kam im Dezember 2018, als die beiden Angeklagten, Angel und Enio, aufgrund der Verjährungsfrist aus der Haft entlassen wurden, da die gesetzlich festgelegten Fristen für die Durchführung aller Verfahren in diesem Fall nicht eingehalten worden waren. Die zweite Enttäuschung kam im Februar 2019, als das Bezirksgericht für Strafsachen von Monterey einen Freispruch zugunsten des Pastors fällte. Die Verteidigung des Geistlichen durch die Strafverteidigerin Maria Teresa Ummans konnte nachweisen, dass Carlos am Tag der Tat nicht in der Stadt war und widerlegte damit die Aussage von Francisco, dem einzigen Zeugen, der ihn am Tatort gesehen hatte. Obwohl die Staatsanwaltschaft gegen dieses Urteil Berufung einlegte, wurde Carlos nach Bestätigung der Beweise in der zweiten Instanz durch die Strafkammer des Stadtgerichts im Februar 2021 dennoch freigelassen. Das Gericht befand, dass die Aussage des Zeugen Francisco zu viele Zweifel aufkommen ließ, da er inkonsequent antwortete und keine offizielle Gebärdensprache, sondern eine Mischung aus Lauten und Gesten verwendete. Die Verzögerung des Gerichtsverfahrens und die Freilassung der mutmaßlichen Täter führten zu großem Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem Justizsystem. In diesem Zusammenhang versammelten sich viele Menschen im ganzen Land zu Kundgebungen, um Gerechtigkeit zu fordern und auf das Problem des Femizids aufmerksam zu machen. Die Gerechtigkeit siegte schließlich, aber dafür musste man ganze 7 Jahre warten. Angel und Enio standen ebenfalls vor Gericht, jedoch bereits auf freiem Fuß. Während der Gerichtsverhandlungen wurden zahlreiche von den Ermittlern gesammelte Beweise vorgelegt und es wurde festgestellt, dass beide Männer die direkten Täter waren, obwohl sie auf Anweisung eines dritten, unbekannten Täters handelten. In einer Erklärung des Generalstaatsanwalts des Landes wurde angegeben, dass sich die Ereignisse am 3. Dezember 2016 in der Nähe eines Abwasserbeckens im Norden von Monterey ereignet hatten, wo Natalie sexuell missbraucht und getötet worden war. Nach Auswertung aller Beweise kam die Anklage zu dem Schluss, dass es sich um ein geschlechtsspezifisches Verbrechen handelte, da Natalie vermutlich mit beiden Männern eine Beziehung hatte. Der Hauptzeuge Francisco berichtete über einen Gebärdensprachdolmetscher, dass er gesehen habe, wie die beiden Angeklagten die junge Frau in den frühen Morgenstunden angegriffen hätten. Daraufhin versuchte die Verteidigung von Angel und Enio, die Aussagen von Francisco aufgrund seiner Einschränkungen zu diskreditieren. Das Berufungsgericht unter Vorsitz von Richter Edwin Rodela bestätigte jedoch die Zeugenaussagen und erkannte alle Beweise als gültig an. Auf dieser Grundlage wurden der 25-jährige Angel David Sanchez und der 53-jährige Enio Apeña am 3. März 2023 wegen Femizid und sexueller Gewalt zu 43 Jahren und 7 Monaten Haft verurteilt. Während der Gerichtsverhandlung wurde weder erzählt, wie und wann Natalie die Männer kennengelernt hatte, noch welches Motiv die Täter hatten. Beide Männer werden ihre Strafe im Gefängnis Las Mercedes in Monterey verbüßen. Es schien, als sei Gerechtigkeit hergestellt worden. Das Urteil trug zur Bekämpfung von Femiziden bei und die Familie des Opfers war mit den Urteilen zufrieden. Die Freude währte jedoch nicht lange. Die Verteidiger beider Männer kündigten an, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen würden, damit das oberste Gericht von Córdoba ein endgültiges Urteil fällen könne. 4 Monate später geriet der Fall von Natalie erneut in die Schlagzeilen. Der Grund dafür war, dass in den Medien Informationen über die Verhaftung von Pastor Carlos am 13. Juli 2023 durch Beamte der Hauptstadtpolizei von Monterey erschienen waren. Die Verhaftung von Carlos stand jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Tod von Natalie.
Der Mann wurde in seinem eigenen Haus verhaftet und unter strenger Aufsicht ins Gefängnis gebracht. Aber was hatte er getan? Laut offiziellen Berichten wurde Carlos wegen schwerwiegender Übergriffe gegenüber einer Minderjährigen angeklagt. Die Tat wurde am 1. Juni 2022 in demselben Gebäude begangen, in dem sich die evangelische Kirche befand, in der Carlos unterrichtete. Damals versuchte der Pastor, eine 16-Jährige, die ihm bei kirchlichen Angelegenheiten half, zu Handlungen zu drängen, die ihre persönlichen Grenzen überschritten. Der Anzeige zufolge kam es zu unangemessenen körperlichen Annäherungen sowie zu weiteren schweren Grenzverletzungen gegenüber der Minderjährigen. Ihr gelang es jedoch, sich zu wehren. Außerdem bestand der Pastor auf privaten Treffen außerhalb des kirchlichen Umfelds. All dies wurde bekannt, als ein Verwandter des minderjährigen Opfers davon erfuhr und die Informationen an ihre Großmutter weitergab, die unverzüglich die Behörden informierte. Trotz der Beweise weigerte sich der 41-jährige Carlos, seine Schuld einzugestehen. Nach Anhörung und Prüfung der von der Staatsanwaltschaft der Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt vorgelegten Beweise entschied das 5. Strafgericht von Monterrey, dass ausreichende Gründe für eine Inhaftierung vorlägen. Bis Juni 2024 hatte der Prozess gegen Carlos wegen schwerer Übergriffe gegen Minderjährige noch nicht begonnen. Es ist auch nicht bekannt, ob die Familie von Natalie beabsichtigt, das Strafverfahren gegen den Pastor wegen des Mordes wieder aufzunehmen. Die Familienmitglieder von Natalie gaben mehrere Interviews in den Medien. Sie betonten, dass der Schmerz über den Verlust von Natalie unerträglich sei, und die Mutter des Mädchens sagte, dass sie weiterleben werde, um die Erinnerung an ihre Tochter zu bewahren. Die Frau erzählte auch, dass ihre beiden anderen Kinder ihr helfen, sich über Wasser zu halten und nicht in Verzweiflung zu versinken. Nachts jedoch, wenn sie Zeit zum Nachdenken hat, wird der Schmerz über den Verlust von Natalie besonders stark. Natalies Mutter befürchtet, dass die Schuldigen am Tod ihrer Tochter ungestraft davonkommen könnten, betonte jedoch, dass sie weder Hass noch Rachegefühle ihnen gegenüber empfinde, sondern nur Mitleid. Natalie starb unter äußerst leidvollen Umständen und dieser Fall ist noch immer ungelöst. Außerdem bleiben viele Fragen offen. Wie haben die Motorradtaxifahrer sie kennengelernt? Ist der Pastor an diesem Verbrechen beteiligt? Was war die Motivation der Täter? Wollte Natalie jemanden treffen und geriet dabei in eine gefährliche Situation oder wurde sie gezielt in diese Lage gebracht? Leider werden viele Fragen unbeantwortet bleiben. Sicher ist jedoch, dass der Pastor wiederholt die Grenzen minderjähriger Mädchen überschritten hat, wie der Fall seiner 16-jährigen Opferin zeigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Natalie Opfer von Übergriffen wurde. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Mann so lange wie möglich im Gefängnis bleibt, da er eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Saiset Abigail Herrera Juárez wurde 1996 in Mexiko geboren. Über ihr Privatleben ist nicht viel bekannt, aber ihre Familie beschrieb sie als glückliche, geliebte und respektierte junge Frau, insbesondere ihr Vater Oscar Herrera. Mit 21 Jahren lernte sie einen Mann namens Luis Alfonso Alvarez Lupes kennen, 31 Jahre alt, ebenfalls aus Mexiko. Obwohl es keine Informationen darüber gibt, wie sie sich kennengelernt haben, ist bekannt, dass sie nach einiger Zeit beschlossen, zusammenzuziehen und in einer Wohnung im Gebäude 27 am Paseo de la Forma in der Kolonie Tabacalera im Bezirk Cuauhtémoc in Mexiko-Stadt zu leben, wo er als Hausverwalter arbeitete. Auch über Luis Alfonso gibt es keine umfangreichen Informationen. Über seine Kindheit und Familie ist nichts bekannt. Es ist jedoch bekannt, dass er eine lange Geschichte von Betrügereien hatte, insbesondere unter Frauen, denen er durch Täuschung Geld abgenommen hatte. Obwohl er für manche sehr attraktiv war, lag seine Stärke nicht in der Kommunikation mit Frauen, sondern vielmehr in seiner Manipulationskunst, indem er erfundene und mitleiderregende Geschichten über seine Familie erzählte, die sie dazu veranlassten, Mitleid mit ihm zu haben und ihm zu geben, was er wollte. Von einer jungen Frau gelang es ihm, 100.000 Pesos zu ergaunern, was etwa $6.000 entspricht. Er erzählte einer Frau, dass sein Bruder angeblich entführt worden sei und er Geld für das Lösegeld brauche.
Eine andere seiner Freundinnen überzeugte er mit der Behauptung, dass er sie heiraten wolle, und bat sie um Geld für den Kauf einer Wohnung, in der sie angeblich zusammen leben sollten. Offensichtlich ist nichts dergleichen geschehen. Obwohl die Frau ihm das Geld gab, kaufte dieser Mann keine Wohnung und verschwand einfach mit den Ersparnissen der jungen Frau. Die Hochzeit fand nie statt, obwohl sie sogar einen Ehering hatte. Aber der größte Betrug von Alfonso, wie wir ihn im Folgenden nennen werden, bestand darin, dass er dreimal seinen eigenen Tod vortäuschte. Aufgrund dieser Ereignisse erhielt er den Spitznamen Lord Betrüger. All dies geschah im Jahr 2016. Das erste Mal passierte es am 19. Mai desselben Jahres, als er ein Foto von sich als eines der Opfer des Flugzeugabsturzes von Egypt Air Flug 804 verbreitete. Alfonsos zweiter angeblicher Tod ereignete sich am 12. Juni desselben Jahres während eines Angriffs bewaffneter Gruppen in einem Nachtclub namens Pulse in Orlando, Florida, USA. Sein Foto erschien in einem Video der Zeitung The New York Times als eines der mutmaßlichen Opfer des Angriffs. Das dritte Ereignis ereignete sich 20 Tage später, am 28. Juni 2016, als ein anderer Nutzer ein Foto dieses jungen Mannes in den sozialen Netzwerken teilte und behauptete, es handele sich um seinen Bruder, der nach dem Anschlag auf den Flughafen von Istanbul in der Türkei verschwunden sei. Nach diesen Ereignissen verbreitete sich sein Bild in den internationalen Medien und wurde in den sozialen Netzwerken viral. Einige Tage nach diesem letzten angeblichen Tod von Alfonso begannen die französischen Medien mit der Untersuchung des Vorfalls. Sie interessierten sich dafür, dass das Foto dieses Mannes dreimal in 3 tragischen Ereignissen aufgetaucht war und wollten herausfinden, ob er es selbst oder jemand anderes veröffentlicht hatte. Sie fanden heraus, dass es in Wirklichkeit nicht Alfonso war, der sein Foto gepostet hatte, sondern andere Personen, denen er Geld schuldete und denen er dieses nicht zurückzahlen wollte. Sie behaupteten, er sei ein Betrüger und versuchten auf diese Weise, seinen Ruf zu schädigen und alle glauben zu machen, er sei ein Lügner. Die französischen Medien konnten ebenfalls Kontakt zu diesen Personen aufnehmen und einer von ihnen erklärte, wie sie alle getäuscht hatten. Am 19. Mai, als das Flugzeug der Fluggesellschaft Egypt Air über dem Mittelmeer verschwand, veröffentlichte ein Nutzer eines bekannten sozialen Netzwerks ein Foto von Alfonso und gab an, dass es sich um seinen Bruder handele und dass dieser sich an Bord des Flugzeugs befinde. Diese Information gelangte auf ungeklärtem Weg zur BBC, die sie zunächst als Tatsache veröffentlichte. Am nächsten Tag jedoch, nachdem der Fehler bemerkt und die Passagierliste überprüft worden war, widerrief der Sender die Meldung über seinen Tod. Laut einer der Opfer von Alfonsos Betrug reichte sie eine Klage wegen Betrugs gegen ihn ein, doch er gab ihr das Geld nicht zurück, weshalb sie beschloss, sein Foto zu veröffentlichen, damit alle sein Gesicht sehen und wissen, dass er ein Betrüger ist. Was den Angriff in einem Nachtclub in Orlando betrifft, so korrigierte die renommierte Zeitung später ein Video, in dem Alfonso fälschlicherweise als eines der Opfer gezeigt worden war. Als französische Fernsehsender über die mutmaßliche Verleumdung berichteten, konnten sie Alfonso kontaktieren, damit er sich zu den Vorwürfen äußern konnte. In einem Interview mit den französischen Medien bestritt Alfonso nicht, dass gegen ihn in Mexiko wegen Betrugs ermittelt wurde, sondern erklärte lediglich, dass er keine Anzeige gegen die Personen erstattet habe, die sein Foto veröffentlicht hatten, da diese Nachrichten in Mexiko praktisch keine Bedeutung gehabt hätten und ihm dadurch kein Schaden entstanden sei. All dies war bald vorbei, und innerhalb weniger Wochen wurden in den sozialen Netzwerken Fragen zu Belästigungen im Internet diskutiert, darunter wie mit Bildern von Menschen umgegangen wird und wo die Privatsphäre endet, wenn Fotos veröffentlicht werden. Es gab viele Kontroversen und das Thema wurde über Tage und Wochen hinweg diskutiert, doch mit der Zeit geriet alles in Vergessenheit. Das Bild von Alfonso geriet ebenfalls in Vergessenheit, wie ein weiteres Internet-Meme. Mit diesen Geschichten konnte er Saise für sich gewinnen, indem er sie wie andere Frauen verführte und sie überzeugte, zu ihm zu ziehen in das Gebäude, in dem er arbeitete. Sie war begeistert. Es war ihre erste Erfahrung mit dem Zusammenleben mit einem Mann und sie fühlte sich glücklich, weil sie glaubte, dass Alfonso schließlich ihr Partner fürs Leben werden würde. Doch offensichtlich war das nicht der Fall. Anfangs verlief alles reibungslos, doch mit der Zeit begann Alfonso sein wahres Wesen zu zeigen. Er wollte nicht, dass Saisette Freunde hatte.
Sie durfte keinen Kontakt zu Verwandten oder Kollegen haben. Er untersagte ihr zu arbeiten und hielt sie weitgehend zu Hause isoliert. Das Einzige, was sie tun durfte, war, ihm bei einigen Verwaltungsaufgaben im Gebäude zu helfen. Darüber hinaus hatte sie zu niemandem Kontakt. Dies führte zu täglichen Konflikten zwischen den beiden, die sich im Laufe der Zeit in körperliche Übergriffe von Alfonso gegenüber Saisset steigerten. Alles endete tragisch. Am Freitag, dem 18. September 2020, sprach sie zum letzten Mal mit ihren Eltern und versprach, sie am Sonntag, dem 20. September, zum Mittagessen zu treffen. Doch sie kam nie an. Als die Eltern bemerkten, dass Saisset nicht erschien und nicht auf Anrufe und Nachrichten reagierte, riefen sie Alfonso an, der erklärte, er wisse nicht, wo sie sei. Er sagte, sie hätten sich gestritten, weil er zu seiner Mutter nach Toluca gefahren sei und sie nicht mitgenommen habe. Selbst als Verwandte zu Alfonsos Wohnung kamen, zeigte er ihnen, dass sie nicht dort war. Zunächst glaubten Saissets Eltern Alfonso, da es für sie nichts Ungewöhnliches war, dass ihre Tochter ihnen von häufigen Streitigkeiten mit ihm erzählt hatte. Dennoch erschien es ihnen sehr merkwürdig, dass sie gegangen sein sollte, ohne jemandem etwas zu sagen. Zudem konnten sie nicht erreichen und ihre Anrufe wurden sofort an die Voicemail weitergeleitet. Mit der Zeit wurde ihnen klar, dass ihr Telefon ausgeschaltet war. Sie begannen, sie unter ihren Freunden und ehemaligen Kollegen zu suchen, fragten alle, die sie kennen könnten, veröffentlichten ihr Foto in den sozialen Netzwerken und baten um Hinweise. Leider blieb diese Suche erfolglos. Es schien, als sei die junge Frau spurlos verschwunden, weshalb sie beschlossen, sich an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden. Als Alfonso erfuhr, dass die Eltern Anzeige erstatten würden, hatte er nichts dagegen, weigerte sich jedoch, sie zu begleiten, mit der Begründung, dass er seinen Hund zum Tierarzt bringen müsse. Dieses Verhalten verwirrte seine Schwiegermutter, da sie nicht verstehen konnte, warum er so gleichgültig gegenüber dem Verschwinden der jungen Frau war, die er nach eigenen Angaben geliebt hatte. Und sie waren nicht die einzigen, die begannen, ihn zu verdächtigen. Während des Verhörs bei der Polizei behauptete Alfonso, dass er zu diesem Zeitpunkt bei seiner Mutter in Toluca gewesen sei. Obwohl er ein Alibi hatte, fiel den Polizeibeamten auf, dass er keinerlei Sorge über das Verschwinden seiner Partnerin zeigte. Die Generalstaatsanwaltschaft erließ am 25. September 2020 einen Suchbefehl und suchte gemeinsam mit den Angehörigen der jungen Frau 3 Wochen lang in Krankenhäusern und Leichenhallen nach ihr. Die Ermittler gerieten schließlich in eine Sackgasse und beschlossen daher, zu dem Gebäude zurückzukehren, in dem sie gewohnt hatte, um eine gründlichere Durchsuchung vorzunehmen. Nachdem mehrere Wohnungen durchsucht worden waren, endete die Suche schließlich am 9. Oktober mit einem Ergebnis, das niemand sehen wollte. An diesem Tag wurde Saissets Leiche in ein Laken gewickelt, in demselben Gebäude gefunden, in dem sie mit ihrem Partner gelebt hatte, in der Wohnung Nummer 1006. Auf den ersten Blick gab es keine Anzeichen für einen Kampf in der Wohnung, ebenso wenig waren Blutspuren oder deutliche Hinweise auf eine Auseinandersetzung zu erkennen. Bei weiteren Untersuchungen mit Luminol wurde jedoch deutlich, dass es sich um einen Tatort handelte. Es wurde festgestellt, dass zahlreiche Blutflecken gründlich entfernt worden waren. Außerdem wurde eine Spur entdeckt, die ebenfalls beseitigt worden war und vom Hauptraum zum Badezimmer der Wohnung führte. Die Polizeibeamten stellten die Hypothese auf, dass die Leiche von Saisset von Zimmer zu Zimmer gezogen worden war. Zudem wurde eine größere Blutansammlung festgestellt, die offenbar, wie alles andere auch, vollständig weggewischt worden war. Auf dieser Grundlage wurde eine Mordermittlung eingeleitet. Die Leiche von Saisset wurde zur Gerichtsmedizin gebracht, um alle Untersuchungen durchzuführen und die Todesursache festzustellen. Obwohl festgestellt wurde, dass sie zahlreiche Verletzungen am gesamten Körper aufwies, die mit erheblicher Gewalt entstanden waren, wurde als Todesursache mechanische Strangulation festgestellt. Offensichtlich wurde Alfonso zum Hauptverdächtigen in diesem Fall, da er der Letzte war, der Saisset lebend gesehen hatte. Er hatte allen Grund, die Leiche in diesem Gebäude zu verstecken, da er Zugang zu der Wohnung hatte und ihre Beziehung zudem von massiven Konflikten geprägt war. Die Polizei begann daraufhin mit Ermittlungen in weiteren Wohnungen des Gebäudes, darunter auch in der Wohnung, in der dieser Mann mit Saisset gelebt hatte. Dort fanden sie einige persönliche Gegenstände der jungen Frau, aber auch eine große Menge illegaler Substanzen. Bei Alfonso wurden 50 Päckchen illegaler Substanzen sowie 11 Bank- und Dienstkarten sichergestellt.
Außerdem wurden DNA-Analysen durchgeführt und Fingerabdrücke genommen, um festzustellen, ob er sich in der Wohnung aufgehalten hatte, in der die Leiche gefunden worden war. Die Vermutungen der Behörden und der Angehörigen des Opfers bestätigten sich, als die Ergebnisse der DNA-Analyse vom Tatort vorlagen, die zeigten, dass dort sowohl die DNA von Saizet als auch die von Alfonso vorhanden war. Zusätzlich wurden seine Fingerabdrücke sowohl auf der Leiche als auch am Tatort festgestellt. Die Ermittlungsbehörde für Frauenmorde in Mexiko-Stadt beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen diesen Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits wegen illegaler Substanzen, die bei ihm gefunden worden waren, in Haft befand. Bei der Anhörung zu diesem Vorwurf gewährte Richterin Yolanda Rangel dem Verdächtigen die Freiheit unter der Auflage, dass er sich alle 15 Tage melden und eine Ausreisebeschränkung unterschreiben müsse. Während derselben Anhörung beantragte die Ermittlungsbehörde für Frauenmorde einen weiteren Haftbefehl, der von Richter Hector Fernando Rojos Pacheco ausgestellt wurde. Nach dieser Anhörung vollzogen die Polizeibeamten den Haftbefehl und der 34-jährige Alfonso wurde erneut inhaftiert, diesmal in die östliche Haftanstalt, wo er bis zur Gerichtsverhandlung und der weiteren Anklage wegen des Mordes an Saicet in Haft bleiben sollte. Obwohl die Anhörung aufgrund gesundheitlicher Probleme des Mannes zunächst verschoben werden musste, wurde er schließlich am 8. November wegen Mordes angeklagt. Das Gericht erkannte alle von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise an, die seine Verbindung zu dem Verbrechen belegten, und bestätigte seine vorläufige Inhaftierung als offizielle Vorsichtsmaßnahme. Darüber hinaus wurden 2,5 Monate für den Abschluss der ergänzenden Ermittlungen festgesetzt. Diese Entscheidung wurde aus verschiedenen Quellen bekannt, woraufhin Alfonsos Vergangenheit als sogenannter Lord Betrüger erneut öffentlich thematisiert wurde. Viele Menschen erinnerten sich an das Foto dieses Mannes im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen, die zuvor mit seinem Namen in Verbindung gebracht worden waren. In der Folge begannen Bekannte, über ihre Erfahrungen mit ihm zu berichten. Eine von ihnen war seine ehemalige Freundin, die sich in den Medien nur mit dem Namen Anna vorstellte. Sie berichtete, dass sie Alfonso 2010 über das Internet kennengelernt hätten, sich jedoch erst 2012 persönlich begegnet seien. Ihren Aussagen zufolge war sie mehrfach Zeugin von Betrugsmaschen geworden, die dieser Mann gegenüber verschiedenen Personen angewandt habe. Dank dieser Machenschaften habe er sich eine luxuriöse Wohnung und ein teures Auto leisten können und vor seinem Umfeld mit seinem vermeintlichen Wohlstand geprahlt. Er habe unbedingt in den Kreis einkommensstarker Menschen gehören wollen, sei jedoch wegen seiner tatsächlichen finanziellen Situation verachtet worden. Nur auf diese Weise habe er dennoch Zugang zu diesem Umfeld gefunden. Sie erzählte, dass er seit seinem 18. Lebensjahr betrügerisch tätig gewesen sei und damals Anzeigen für den Verkauf von Mobiltelefonen im Internet geschaltet habe, Menschen zur Zahlung bewegte und anschließend die Ware einfach nicht verschickte. Seinen eigenen Angaben zufolge habe dies zunächst als eine Art Scherz begonnen, sich jedoch im Laufe der Zeit zu seinem Lebensstil entwickelt. Sie behauptete weiter, dass er eine große Zahl von Menschen betrogen habe und dabei unterschiedliche Methoden angewandt habe. Alfonso habe ihr erzählt, sein Vater sei verstorben und habe ihm ein Unternehmen zur Herstellung von Ventilen hinterlassen, doch sie habe später herausgefunden, dass auch diese Geschichte frei erfunden gewesen sei. Sie bestätigte zudem, dass sie einmal sein Mobiltelefon gesehen habe und dort Gespräche mit vielen verschiedenen Personen entdeckt habe, die ihn jeweils mit unterschiedlichen Namen ansprachen. Außerdem berichtete sie, dass er eine auffällige Neigung zu Grausamkeit gegenüber Tieren gezeigt habe, insbesondere durch gewalttätige Handlungen, die sie als zutiefst verstörend empfand. Ihren Aussagen zufolge habe Alfonso nach einer plastischen Operation eine Zeit lang bei ihr gewohnt, weshalb ihr Hund namens Bruna häufig in seiner Nähe gewesen sei. Sie schilderte, dass sie ihren Hund bei mehreren Gelegenheiten verängstigt und bewegungseingeschränkt vorgefunden habe. Einmal habe das Tier sogar ins Bett uriniert, was zuvor nie vorgekommen sei. Zudem habe sie bemerkt, dass der Hund sich nur schwer bewegen konnte und auffällig schwer atmete. Schließlich habe sie festgestellt, dass ein Hinterbein gebrochen gewesen sei und Alfonso sofort verdächtigt, was dieser jedoch bestritten habe. Ein Tierarzt habe später bestätigt, dass die Verletzung durch massive Gewalteinwirkung entstanden sei. Ihrer Einschätzung nach habe diese grausame Behandlung von Tieren auch erklärt, warum er Menschen gegenüber extrem rücksichtslos gehandelt habe.
Sie erklärte, dass sie während ihres Zusammenlebens deutliche Anzeichen einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung bei Alfonso vermutet habe und deshalb keinen Zweifel daran gehabt habe, dass er für den Tod von Saisset verantwortlich sei. Sie verfasste sogar eine nahezu detaillierte Darstellung, wie sich die Ereignisse ihrer Meinung nach zugetragen haben könnten. Obwohl die Behörden über alle notwendigen Beweise verfügten, um nachzuweisen, dass Alfonso Saisset getötet hatte, mussten ihre Familie und Freunde fast 3 Jahre warten, bis Gerechtigkeit hergestellt wurde. Das Anwaltsteam des Mannes nutzte zahlreiche juristische Mittel, um das Verfahren so lange wie möglich hinauszuzögern. Hinzu kamen sämtliche Einschränkungen im Zusammenhang mit der weltweiten Pandemie. Während dieser gesamten Zeit blieben ihre Eltern jedoch nicht untätig und nahmen an verschiedenen Kundgebungen teil, um Gerechtigkeit einzufordern. Diese wurde schließlich am 28. April 2023 erreicht, als der oberste Gerichtshof Mexikos ihn für schuldig befand. Das Gericht erklärte den 37-jährigen Luis Alfonso Alvarez Lopez für schuldig, die junge Saisset Abigail ermordet zu haben, und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 39 Jahren, 4 Monaten und 15 Tagen. Obwohl der Angeklagte damit die gesetzliche Mindeststrafe erhielt, während die Höchststrafe bei 70 Jahren gelegen hätte, zeigten sich die Eltern des Opfers erleichtert. Dieser Fall verdeutlicht die Rolle sozialer Netzwerke im modernen Leben. Einerseits stellen sie ein nützliches Instrument dar, andererseits können sie aufgrund mangelnder Kontrollen erhebliche negative Folgen haben. Im Fall von Alfonso hatten renommierte Medien wie die BBC und die New York Times 3-mal fälschlich über seinen Tod berichtet. Zwar wurden diese Meldungen später korrigiert, doch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren zahlreiche unbelegte Annahmen verbreitet worden. Auch das Vorgehen der Behörden wurde kritisch hinterfragt, da die kriminelle Vergangenheit Alfonsos offenbar nicht sorgfältig genug geprüft worden war. Als er schließlich entlarvt wurde, war es für Saisset bereits zu spät. Letztlich wurde in diesem Fall erst nach langer Zeit Gerechtigkeit erreicht und der Täter befindet sich nun im Gefängnis, eine notwendige Maßnahme, da er als Gefahr für die Gesellschaft gilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Philippinen. Am 6. November 2012. Früher Morgen. Auf der 18. Avenue in Quezon City stießen Anwohner auf dem Weg zur Arbeit auf die Leiche einer jungen Frau. Sie trug keine Schuhe und keine Tasche, sondern nur ein weißes Top und blaue Leggings. Sie hatte keine Ausweispapiere bei sich. Ihr Gesicht war zu einer Maske der Angst erstarrt. Ihre Augen waren offen. Die Polizeibeamten, die am Tatort eintrafen, sperrten sofort das Gebiet ab und riefen einen Gerichtsmediziner hinzu. Die Untersuchung der Leiche ergab umgehend, dass der Tod nicht zufällig eingetreten war. Das Opfer hatte 5 Schusswunden am Kopf. Überall waren Spuren von Schlägen zu sehen, Hämatome, Abschürfungen und weitere Verletzungen. Besonders schwere Verletzungen wurden im Beckenbereich festgestellt, was auf sexuelle Gewalt hindeutete. Weder Pass noch Telefon oder Schlüssel waren vorhanden. Der einzige Gegenstand, den sie in der Hand hielt, war eine Papiertüte von McDonald's. Und am Tatort wurde auch eine weggeworfene Quittung desselben Restaurants gefunden. Anwohner in der Nähe des Fundortes der Leiche gaben erste Aussagen ab. Mehrere Personen bestätigten, dass sie gegen 5 Uhr morgens Schüsse gehört hatten. Andere sahen, wie ein dunkler Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort wegfuhr. Einer der Zeugen behauptete, dass aus dem Fahrzeuginneren auf die bereits am Boden liegende Frau geschossen worden sei. 2 Augenzeugen konnten sich einen Teil des Autokennzeichens merken. Diese Informationen wurden sofort zu einem wichtigen Anhaltspunkt zu Beginn der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nahm die Leiche nicht sofort mit, um möglichst viele Spuren zu sichern. Doch schon in den ersten Stunden versammelten sich nicht nur Polizeibeamte, sondern auch zufällige Passanten, Journalisten und Fotografen um den Tatort. Einige filmten das Geschehen mit ihren Handys. Die Ermittlungen begannen mit zahlreichen Fragen. Wer war sie? Warum war sie hier? Wer könnte die junge Frau getötet haben? Die Polizei hatte noch keine Antworten, doch der gefundene Beleg und die Zeugenaussagen gaben bereits früh die Richtung vor, in die die Ermittlungen gehen sollten.
Am Abend des 5. November 2012 verließ die 20-jährige Julie Ann Rodelas ihr Haus in Las Piñas. Sie lebte bei ihrer Familie und ihr Verschwinden gab keinen Anlass zur Sorge. Die junge Frau blieb oft länger bei Dreharbeiten oder bei Freunden. Dieses Mal ging sie zu einem Treffen mit ihrer engen Freundin Althea Altamirano, mit der sie sich zuvor gestritten hatte. Julie hoffte, die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Der Anlass war eine Einladung zu einem angeblich beruflichen Treffen. Althea versprach, ihr einen potenziellen Arbeitgeber aus der Modelbranche vorzustellen. Julie bereitete sich sorgfältig vor, wählte ein weißes Top und blaue Leggings aus und schminkte sich. Gegen 18 Uhr verabschiedete sie sich von ihrer Mutter und ihren jüngeren Brüdern und sagte, dass sie spät nach Hause kommen würde. Sie verabredeten sich an einem der größten Einkaufszentren im Vorort Pasay. Dort sahen sich die jungen Frauen einen Film an. Alles verlief zunächst unauffällig. Spaziergang, Kino, Gespräche. Später verließen sie das Gebäude und nahmen ein Taxi. Sie fuhren zu dem Ort, an dem laut Althea der Kontakt mit dem Auftraggeber stattfinden sollte. Nach ihrer Ankunft gingen sie gemächlich die Allee entlang. Gegen 22:30 Uhr hielt ein dunkler Geländewagen an der Kreuzung mit der Gilpuyat-Straße. 2 Männer sprangen aus dem Auto, packten Julie und drückten sie mit Gewalt ins Fahrzeug. Alles ging blitzschnell. Althea, die daneben stand, leistete keinen Widerstand. Julies Tasche und Schuhe blieben auf dem Asphalt liegen. Der Geländewagen verschwand mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort. Althea stand unter Schock und blieb an Ort und Stelle. Sie hielt Julies Sachen in den Händen, weinte und machte vorbeifahrende Polizeibeamte auf sich aufmerksam. Diese boten ihr an, mit zur Wache zu fahren. Dort gab sie eine unklare Aussage ab und erklärte, dass ihre Freundin von Unbekannten entführt worden sei. Ihren Angaben zufolge sei der Überfall überraschend gekommen und sie habe keine Zeit gehabt, sich das Fahrzeug genauer anzusehen, außer dass es sich um einen großen schwarzen Geländewagen gehandelt habe. Sie behauptete zudem, dass niemand versucht habe, sie selbst zu entführen. Nach dem Verhör auf der Polizeiwache gegen 1 Uhr nachts schickte Althea ihrem Freund eine Nachricht mit der Bitte, sie abzuholen. Er kam zusammen mit seinem Vater und sie brachten sie nach Hause nach Cavite. Althea suchte keine medizinische Hilfe auf und kehrte nicht zur Polizeiwache zurück. Am folgenden Tag reagierte sie nicht mehr auf Anrufe der Polizei. Als Julies Verschwinden bestätigt wurde, begannen ihre Angehörigen mit der Suche. Zu diesem Zeitpunkt mied Althea bereits den Kontakt mit der Polizei. Später behaupteten ihre Verwandten, sie habe um ihr Leben gefürchtet. Die Ermittler stellten jedoch erhebliche Widersprüche in ihren Aussagen fest. Sie verschwieg die Verabredung mit Julie, verschleierte Informationen über ihre beruflichen Kontakte und nannte nicht den Namen ihres Freundes, dessen Auto für die Entführung benutzt worden war. Althea schloss in ihrer ersten Aussage jegliches Motiv für die Entführung von Julie aus und erst die weiteren Ereignisse brachten allmählich den tatsächlichen Tathergang ans Licht. Julie Ann Rodelas wurde am 14. Juli 1992 geboren und wuchs in einer nicht wohlhabenden, aber harmonischen Familie in Las Piñas im Süden der Metropole Manila auf. Die Familie hatte 6 Kinder. Mutter Lutz kochte auf Bestellung hausgemachte Mahlzeiten, um ihren Kindern eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Der Vater war nicht Teil der Familie. Über ihn war nichts bekannt, außer dass er in keiner Weise am Familienleben teilnahm. Trotz der schwierigen finanziellen Lage der Familie erhielt Julie von ihren Angehörigen jede mögliche Aufmerksamkeit und Unterstützung. Von klein auf war sie zielstrebig und verantwortungsbewusst. Die Wahl ihres Studienfachs, Hotel- und Restaurantmanagement an einer privaten Universität, war bewusst getroffen. Die hohen Studiengebühren zwangen sie jedoch, ihr Studium zu unterbrechen. Um ihre Ausbildung fortzusetzen, begann Julie nebenbei zu arbeiten. Die Entscheidung, als Model zu arbeiten, war nicht vom Wunsch nach Ruhm getrieben, sondern von der Notwendigkeit, ihr Studium zu finanzieren. Die erste Gelegenheit ergab sich durch die Bekanntschaft mit einer Frau aus der Branche, was zu Werbeaufnahmen und Einladungen zu Fernsehsendungen führte. Julies Karriere war erfolgreich. Sie nahm an Fotoshootings für beliebte Männermagazine teil. Ihr Aussehen, ihre Disziplin und ihre Professionalität ermöglichten ihr ein stabiles Einkommen. Trotz der Konkurrenz behauptete sich Julie unter den vielversprechenden Models und kombinierte Fotoshootings mit ihrer Ausbildung.
Eine wichtige Rolle in ihrer Karriere spielte Althea, eine 3 Jahre ältere Freundin. Sie stammte aus Cavite, begann ebenfalls eine Modelkarriere und hatte bis 2012 eine gewisse Bekanntheit erreicht. Ihr Name erschien im September desselben Jahres in Zeitschriften, wo sie zur Freundin des Monats gekürt wurde. In ihrem Umfeld galt sie als ehrgeizige, aktive und zielstrebige junge Frau. Hinter ihrem äußeren Erfolg verbargen sich jedoch persönliche Umstände, die sie sorgfältig vor ihren Kolleginnen und Kollegen geheim hielt. Althea war Mutter von 2 Kindern. Sie machte daraus kein Geheimnis, da sie wusste, dass dies ihr Image als junge, ungebundene Frau untergraben könnte. Althea und Julie kannten sich seit vielen Jahren und ihre Beziehung schien von außen betrachtet sehr eng zu sein. Julie vertraute ihr. Mit der Zeit änderte sich die Situation jedoch, als Julie immer gefragter wurde. Dies führte zu Spannungen in der Beziehung zwischen den Freundinnen. In Altheas Augen wurde ihre Freundin zu einer Rivalin. Zudem verbreitete sich in Modelkreisen die Information, dass Althea Mutter von 2 Kindern war. Althea vermutete, dass Julie diese Information weitergegeben hatte und empfand dies als Verrat. Dieser Vorfall wurde zu einem Wendepunkt in ihrer Beziehung. Verborgene Eifersucht wuchs zu Ärger und schließlich zu einem Konflikt, den sie nicht offen austrugen. Eifersucht und die Angst, ihre Position in der Branche zu verlieren, veranlassten Althea, bei ihrem Freund Char Unterstützung zu suchen. Char war 32 Jahre alt. Er besaß ein Tattoo-Studio in Quezon City und hatte keine offiziellen Verbindungen zur Modelbranche. Es ist bekannt, dass er sich durch aggressives Verhalten auszeichnete. Laut Althea selbst habe er einmal während eines Streits eine Waffe auf sie gerichtet. Sie empfand dies als Bedrohung, brach die Beziehung jedoch nicht ab. Es war Zar, der vorschlug, Julie einzuschüchtern, damit sie, wie er sagte, begreife, mit wem sie es zu tun habe. Die Idee war, einen Angriff zu inszenieren, ohne dass es zu ernsthaften Konsequenzen kommen würde. Althea hatte keinen klaren Plan und war sich nicht bewusst, welche Folgen dies haben könnte, weshalb sie keine Einwände erhob. Die Entscheidungen, die sie in diesem Moment traf, waren jedoch entscheidend. Sie wählte den Zeitpunkt, gab die Koordinaten weiter, brachte Julie an den vereinbarten Ort und unternahm zum Zeitpunkt des Überfalls nichts. Keiner dieser Schritte war spontan. Unmittelbar nach der Entführung wurde Julie in ein Wohngebiet von Quezon City gebracht, in die Siedlung Salam Compound in der Lanao Street. Es handelte sich um ein geschlossenes, dicht bebautes Gebiet, das hauptsächlich von muslimischen Familien bewohnt wurde. Der konkrete Ort, an den die junge Frau gebracht wurde, war ein Privathaus, das als vorübergehender Unterschlupf diente. Im Inneren befanden sich mehrere Männer, die mit Zar in Verbindung standen und ihre Beteiligung nicht verheimlichten. Alles war im Voraus geplant und jeder hatte seine eigene Rolle. Den Akten zufolge war der Erste, der Julie isolierte, ein Mann namens Efren. Er brachte sie in einen separaten Raum, woraufhin hinter der Tür Schreie und Hilferufe zu hören waren. Einer der Beteiligten, Jaima, gab später an, diese Geräusche gehört zu haben, jedoch nicht eingegriffen zu haben. Von diesem Moment an wurde die Gewalt physisch. Den Zeugenaussagen zufolge handelte zunächst Efren, der lange Zeit mit dem Opfer im Raum blieb. Es wurde festgestellt, dass sie geschlagen und sexuell missbraucht wurde. Später kam ein Mann namens Aldos hinzu, den die Beteiligten selbst als gefährlich und unberechenbar beschrieben. Er gehörte nicht zum ursprünglichen Vertrauenskreis, wurde jedoch ohne Absprache mit den anderen hinzugezogen. Zum Zeitpunkt seiner Ankunft befanden sich Jaima, Bob, Abdil und weitere Männer im Haus. Aldos war mit einer Pistole vom Kaliber 45 bewaffnet. Er schätzte die Situation schnell ein, ignorierte Einwände und erklärte, dass er die junge Frau ausnutzen werde, bevor sie beseitigt werde. Keiner der Anwesenden versuchte, ihn aufzuhalten. Die Anwesenheit von Aldos veränderte den Verlauf der Ereignisse grundlegend. Er betrachtete die Situation nicht als vorübergehende Einschüchterung. Sein Verhalten machte deutlich, dass er nicht vorhatte, sie am Leben zu lassen. Als Char nach seiner Fahrt zu McDonald's nach einiger Zeit ins Haus zurückkehrte, wurde ihm berichtet, dass Aldos und Efren Julie bereits missbraucht hatten. Sie befand sich in einem Schockzustand, konnte sich nicht wehren und sprach kaum. Char wägte die Risiken ab und traf eine Entscheidung. Zeugenaussagen zufolge sagte er, sie muss beseitigt werden. Als Char das Haus verließ, ging Aldos zu der jungen Frau und sagte ihr, dass sie nach Hause gebracht werde.
Sie glaubte ihm und bedankte sich, wusste jedoch nicht, dass es sich um eine Täuschung handelte. Zu diesem Zeitpunkt diskutierten die Beteiligten bereits darüber, wo genau sie die Leiche beseitigen sollten. Jayma spürte, dass die Situation über die ursprünglichen Vereinbarungen hinausging und verließ das Haus. Später wurde er zum Hauptzeugen. Die übrigen Beteiligten führten ihren Plan zu Ende. Die Ermittlungen ergaben später, dass Aldous als erster auf Julie geschossen hatte, gefolgt von Efren. Sie benutzten Schusswaffen, die sie zuvor mitgebracht hatten. Früh am Morgen gegen 5 Uhr wurde Julies Leiche in einen Mitsubishi Montero geladen und von der Lanao Street weggebracht. Das Ziel war die Gegend von Katy, 18th Avenue, Haus 121. Das Auto hielt für einige Sekunden an. Die junge Frau wurde herausgezogen und in einen Graben geworfen. Die Identifizierung erfolgte später am selben Tag. Die Familie, die nach Julies Abendtreffen mit ihrer Freundin beunruhigt war, begann nach ihr zu suchen. Am Morgen des 6. November, nachdem in den Nachrichten über die in einem Graben gefundene Leiche berichtet worden war, kamen ihre Mutter Lutz und einer ihrer Brüder in die Leichenhalle. Die am Fundort gefundenen Gegenstände stimmten mit denen überein, die Julie am Tag ihres Verschwindens bei sich getragen hatte. Die endgültige Bestätigung gab ihre Mutter. Die Tote war ihre Tochter. Für die Familie war dies ein schwerer Schlag. Julie war nie ohne Vorwarnung verschwunden. Sie meldete sich immer, auch wenn sie nicht zu Hause übernachtete. Dieses Mal gab es keine Nachricht. Ihre Angehörigen versuchten, Althea zu erreichen, aber sie antwortete nicht. Genau zu diesem Zeitpunkt stellte die Polizei zum ersten Mal eine Verbindung zwischen dem Opfer Althea und Saar fest. Am Tag nach der Entdeckung von Julies Leiche begannen die Ermittler der Kriminalpolizei mit der Überprüfung der wichtigsten Beweise. Einer der ersten Schritte war die Untersuchung eines McDonald's-Kassenbons, der neben der Leiche gefunden wurde. Anhand des Kaufzeitpunkts forderte die Polizei die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras des Restaurants an. Auf den Aufnahmen ist ein Mann mittlerer Größe mit Tätowierungen zu sehen, der gegen 2 Uhr morgens eine Bestellung zum Mitnehmen aufgibt. Sein Gesicht ist gut zu erkennen. Gleichzeitig werden die Daten zum Fahrzeug überprüft. Augenzeugen berichteten von einem schwarzen Geländewagen, vermutlich einem Mitsubishi Montero, und 2 Zeugen konnten sich teilweise an das Kennzeichen erinnern. Anhand dieser Informationen stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass das Fahrzeug auf den Namen einer gewissen Rosolina Chiamau zugelassen ist. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug regelmäßig von ihrem Sohn Fernando Chiambau Jr., bekannt als Char, genutzt wird. Damit gerät Char ins Zentrum des Verdachts. Am 9. November beginnt die Überwachung des Hauses der Familie Chiamau. Char ist nicht zu sehen, aber am 10. November gegen 18 Uhr registrieren die Ermittler, dass der Vater des Verdächtigen das Gelände verlässt. Er steigt in einen schwarzen Toyota Innova, nimmt Wechselkleidung mit und fährt in Richtung Nordwesten. Die Überwachung wird fortgesetzt. Eine Stunde später hält das Auto in einem abgelegenen Teil der Provinz im Dorf Apoliti. Fernando Senior, Chars Vater, betritt eine traditionelle philippinische Hütte. Neben dem Gebäude steht der Mitsubishi Montero, der auf Chars Mutter zugelassen ist. Die Polizeibeamten betreten das Haus. Im Inneren befinden sich Char und Althea. Sie leisten keinen Widerstand. Bei der Festnahme wurden keine Waffen gefunden, aber die Tatsache, dass sie gesucht werden, das Vorhandensein des Fahrzeugs, die Übereinstimmung der Kameraaufnahmen und die Verbindung zur Verstorbenen ermöglichen es, sie in Gewahrsam zu nehmen. Ein Ermittlungsteam wird zum Tatort gerufen. Die Verdächtigen werden zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Parallel dazu organisiert die Kriminalpolizei eine Operation im muslimischen Viertel, in dem Julie zuvor festgehalten wurde. Am 11. November gegen Mitternacht betritt eine Polizeieinheit das Haus, das Julie als Versteck diente. Vor Ort befinden sich bewaffnete Personen. Es kommt zu einer Schießerei. Einer der Verdächtigen, Fakat Osman, genannt Bob, kommt ums Leben. Die anderen werden festgenommen, Jayma Waraji und Jilan Pasavelana. Ihnen wird illegaler Waffenbesitz vorgeworfen und beide werden zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Zunächst leugnen die Beteiligten ihre Beteiligung an der Straftat. Im Laufe der Ermittlungen und der ersten Vernehmungen ändert sich ihre Haltung jedoch. Jayma gibt zu, dass er in dem Haus anwesend war, in dem Julie festgehalten wurde, und legt ein Geständnis ab.
Er erklärt, dass er sich bereit erklärt habe, Char zu helfen, weil er ihm persönlich verbunden sei und weil dieser ihm und anderen regelmäßig mit Alkohol und Geld ausgeholfen habe. Jayma nennt die Namen der anderen Beteiligten, Efren Talib und einen gewissen Aldos. Letzterer sei seiner Aussage nach der Initiator der Tat gewesen und habe ohne Absprache mit den anderen Beteiligten gehandelt. Althea, die separat befragt wurde, gibt ihre Version der Ereignisse wieder. Sie räumt ein, dass sie der Entführung zugestimmt habe, behauptet jedoch, dass sie nichts von den Plänen wusste, die junge Frau zu töten oder sexuell zu missbrauchen. Ihren Angaben zufolge ging sie davon aus, dass es sich lediglich um eine Einschüchterung handeln würde. Zar schweigt zu diesem Zeitpunkt und fordert, die Festnahme für ungültig zu erklären, da es seiner Ansicht nach keine Beweise gegen ihn gebe. Die Ermittlungen ergaben, dass die kriminelle Gruppe aus 8 Personen bestand. Char, Althea, Jayma, Jilan, Efren, Aldos, Bob und Abdel. Es wird deutlich, dass die Handlungen organisiert und geplant waren und nicht das Ergebnis eines alltäglichen Konflikts, der zum tragischen Tod eines Menschen führte. Die Ereignisse finden in der Presse große Resonanz und die Ermittlungen treten in eine aktive Phase. Während des Verhörs erzählte Jayma Waraji eine gänzlich andere Geschichte, die im Widerspruch zu den Aussagen von Althea stand. Er beschrieb detailliert, wie die Planung ablief, wer daran beteiligt war und wie die Operation durchgeführt wurde. Laut Jayma teilte Althea Jar nicht nur mit, wann und wohin sie und Julie fahren würden, sondern dachte sich auch selbst einen Vorwand aus, um ihre Freundin zu einem Treffen zu locken. Außerdem wusste sie, dass der Geländewagen und die Begleitpersonen bereits an dem Ort auf sie warteten. Ihre Handlungen ließen nach Einschätzung der Ermittler keinen Zweifel daran, dass sie sich bewusst an der Entführung beteiligt hatte. Kurz nach der Verhaftung der anderen Beteiligten verschwanden Aldos und Efren. Die Polizei konnte sie nicht auf frischer Tat festnehmen. Sie wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Fahndungsfotos wurden im ganzen Land verbreitet. Jayma half bei der Erstellung von Phantombildern, die in den Medien veröffentlicht wurden, aber die Justiz war sowohl 2012 als auch in den folgenden Jahren machtlos, sodass die beiden außerhalb der Reichweite des Gesetzes blieben. Während die Ermittlungen liefen, nahm das Schicksal eines der Festgenommenen, Jilan Pasavelana, eine unerwartete Wendung. Er wurde im Januar 2013 gegen Kaution freigelassen. Er wurde wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Doch es gelang nicht, überzeugende Beweise für seine Beteiligung an einem Verbrechen oder einem Gewaltdelikt zu sammeln. Einige Monate nach seiner Freilassung, am 15. Juni, kam es in seinem Haus in Quezon City zu einem bewaffneten Zwischenfall. Während eines Familienessens drang ein Unbekannter in den Hof ein und schoss auf Jilan Pasavelana. Er starb noch am Tatort. Nach Angaben von Nachbarn war der Angreifer den Polizeibeamten bekannt, es kam jedoch zu keiner Festnahme. Die Frau des Getöteten weigerte sich, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten und unterzeichnete eine Erklärung, die eine Untersuchung des Vorfalls untersagte. So blieb der Täter auf freiem Fuß. Für die Ermittler bedeutete der Tod von Jilan Pasavelana den Verlust eines potenziellen Zeugen. Doch der Fall wurde dennoch eingestellt, da seine Familie auf weitere Ansprüche verzichtete. Dies löste auch eine öffentliche Resonanz aus, da der Name des Angreifers offiziell bekannt war. Im Rahmen der geltenden Gesetzgebung war ein Eingreifen der Polizei jedoch ohne eine Erklärung der Angehörigen nicht möglich. Somit wurde der Großteil der Beteiligten entweder verhaftet oder befand sich auf der Flucht. Althea behauptete weiterhin, dass sie keine Verantwortung für das Verbrechen trage und bestritt, Aldos und Efren gekannt zu haben. Doch die Zeugenaussagen, die Abfolge der Ereignisse und die bestätigten Fakten widersprachen ihrer Version. Die Ermittlungen endeten mit einem klaren Verständnis. Wer hatte die Entscheidung getroffen? Wer hatte gehandelt? Und wer war auf freiem Fuß geblieben? Fast 12 Jahre vergingen zwischen dem Mord an Julie Ann Rodelas und der ersten Verurteilung. Lange Zeit kam der Fall nicht voran. Erst 2024 wurde der Prozess gegen die Hauptverdächtigen Jar und Althea angesetzt. Der erste Verhandlungstermin, der 12. Juli, wurde 3-mal verschoben. Die Gründe für die Verschiebung des Verfahrens wurden nicht bekannt gegeben, doch nach Ansicht der Familie des Opfers kam die Verzögerung ausschließlich den Angeklagten zugute. Der Prozess begann im September und dauerte mehrere Monate.
In den Sitzungen wurden Zeugenaussagen, Prozessunterlagen, Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras und die Korrespondenz zwischen den Beteiligten geprüft. Die Waffe, mit der die Schüsse abgegeben wurden, wurde jedoch nie gefunden. Die beiden mutmaßlichen Täter, Efren Talib und Aldus, blieben weiterhin auf der Flucht. Nach Prüfung des Falles befand das Gericht Zar für schuldig, an der Entführung, der Mittäterschaft am Mord und an Gewalthandlungen beteiligt gewesen zu sein. Obwohl seine Beteiligung an den konkreten Schüssen nicht bewiesen werden konnte, war der entscheidende Moment der, als er die Anweisung gab, Julie zu beseitigen, nachdem er erfahren hatte, dass sie ihn identifiziert hatte. Das Gericht wertete dies als Vorsatz zum Mord. Zar wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit einer Mindesthaftdauer von 22 bis 40 Jahren verurteilt. Darüber hinaus muss er der Familie des Opfers eine Entschädigung in Höhe von 8.000 € zahlen. In Bezug auf Althea fällte das Gericht eine andere Entscheidung. Ihre Handlungen wurden als Beteiligung an der Entführung eingestuft. Die Beweise dafür, dass sie von dem bevorstehenden Verbrechen oder der Gewalt wusste, wurden vom Gericht als unzureichend angesehen. Die Anklage konnte keine direkten Beweise für ihre Anwesenheit am Tatort nach der Entführung oder für Kontakte zu Aldus und Efren vorlegen. Infolgedessen wurde sie nur wegen eines einzigen Tatbestands für schuldig befunden: der Verabredung zur Entführung. Da Althea zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung bereits mehr als 12 Jahre hinter Gittern verbracht hatte, entschied das Gericht, dass die Strafe vollständig verbüßt sei. Sie wurde sofort aus der Haft entlassen. Außerdem wurde ihr eine Geldstrafe in Höhe von 1.600 € auferlegt. Das Gericht berücksichtigte nicht die Rolle von Althea bei der Initiierung des gesamten Plans, obwohl sie die Idee der Lektion vorgeschlagen, das Treffen vereinbart, die Informationen an Zar weitergegeben und Julie zum Ort der Entführung gebracht hatte. Die Entscheidung der Justizbehörden löste eine heftige Reaktion der Familie Rodelas aus. Bei der Urteilsverkündung waren die Mutter der Verstorbenen, Lourdes, sowie mehrere Brüder und Schwestern anwesend. Einer der Brüder, Alvin, erklärte, dass Vergebung unmöglich sei. Die Familie legte beim obersten Gerichtshof Berufung ein und bestand auf einer Überprüfung der Einstufung der Handlungen von Althea. Ihrer Meinung nach war ihre Beteiligung an dem Verbrechen von entscheidender Bedeutung. Sie war es, die den Konflikt ausgelöst hatte. Sie war es, die Zar in diese Angelegenheit hineingezogen hatte. Sie war es, die ein persönliches Motiv hatte. Neben rechtlichen Fragen blieben auch ethische Fragen offen. Das Motiv von Althea wurde bis zum Schluss nicht geklärt. Die Anklage prüfte 2 Hauptversionen. Die erste war Neid auf den Erfolg von Julie. Angesichts des starken Wettbewerbs auf dem Modelmarkt konnte jede Weitergabe persönlicher Informationen das Ende einer Karriere bedeuten. Die zweite Version war persönliche Kränkung und der Wunsch nach Rache. Julie hatte tatsächlich mehr erreicht. Sie wurde zu neuen Shootings eingeladen. Sie wurde immer beliebter. Das Gleichgewicht in ihrer Beziehung war gestört. Althea hatte die Situation nicht mehr unter Kontrolle und betrachtete ihre Freundin, den Briefen nach zu urteilen, als Konkurrentin. Den Verlust ihrer dominierenden Position könnte sie als Demütigung empfunden haben. Die wichtigste Frage, die unbeantwortet blieb, war, ob Althea die Folgen hätte vorhersehen können. Formal lautet die Antwort Nein, doch die Logik der Ereignisse deutet auf das Gegenteil hin. Althea war sich bewusst, mit wem sie Geschäfte machte, und wusste um die Aggressivität ihres Partners. Sie war aktiv an der Organisation des Vorgehens beteiligt und überließ die Kontrolle Menschen, die zur Gewalt neigten. Die Weigerung des Gerichts, dies als Straftat anzuerkennen, hinterließ bei der Familie Rodelas einen tiefen Riss im Vertrauen in die Justiz. Das Ergebnis des Prozesses war kein Schlusspunkt. Die beiden Haupttäter wurden nie gefunden. Die Familie kämpft weiter für eine Revision des Falls. Julies Mutter erklärte, dass sie bis zum Ende für Gerechtigkeit kämpfen werde und bezeichnete die Freilassung von Althea Altamirano als eine Verhöhnung des Andenkens an ihre Tochter. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.